Heute beschäftigen wir uns mit dem dreifachen Zungenanstoß, das heißt kurz der Triolenzunge. Wir nehmen uns hierfür ein rhythmisches Motiv, Achtel, eine Sechzehnteltriole und ein abschließender Ton, kurz dü 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 oder tü 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 tü. Und da sind wir auch schon beim Kern, wir brauchen Silben. Tü 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 kü tü wäre etwas härter vom Anstoß und dü 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 gü dü ist weicher, auch mit mehr Luftfluss versehen. Deswegen starten wir mit dü 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 gü dü. Wichtig dabei ist, dass die Luft fließt, damit eben Klang ist und dass sich in dieser Fließbewegung der Luft die Zunge dementsprechend mit den Silben bewegen kann, kurz gesagt anstoßen kann. Wir starten mit der Silbe, das heißt wir lernen erstmal diese Bewegung dü 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 gü dü, dü 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 gü dü, gerne auch mit Stimme dü 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 gü dü, dü 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 gü dü. Dü, 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 dü. Wenn es dann mal läuft und funktioniert, dann nehmen wir die Stimme weg und wir konzentrieren uns auf den Luftfluss. Das heißt, breite Achtel oder kurze Achtel am Anfang. Und wenn das gut funktioniert, kommt natürlich noch der Übertrag aufs Instrument. Du nimmst dir hierfür einen bequemen Ton, also G1 oder C2 oder auch dazwischen. Das ist immer individuell und dann kannst du versuchen, genau diese Luftfluss-Zungenanstoßübung, die wir vorher trocken gemacht haben, jetzt auf die Trompete zu übertragen. Oder natürlich auch in der Oktave üben. Letztendlich kommt es darauf an, dass deine Zunge eben genau diese Bewegung lernt. Damit eben dieser akrobatische Faktor wegfällt, dass es eine ganz natürliche Bewegung wird und dementsprechend natürlich immer darauf achten, dass die Bewegung rund ausgeführt wird, dass die Luft fließt und dass dementsprechend auf der Trompete auch alle Töne, die angestoßen werden, auch zum Klingen kommen. Diese Übung ist die Startübung. Natürlich können wir jetzt auch noch etwas mehr ins Training gehen, das heißt wir machen dü, 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 und lassen es auf einer Tonhöhe eben öfter hintereinander laufen. Das wäre der zweite Schritt, dass wir sozusagen die Bewegung dicht aneinander machen, damit wir immer wieder diese gleichbleibende Bewegung ausführen können. Dü, 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 dü. Oder dü, 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 wäre auch eine Variation von dieser Übung. Oder du lässt durchlaufen. Dü, 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 zum Beispiel. Also letztendlich geht es darum, erstmal sich die Bewegung klar machen mit Stimme, dann mit Luftfluss und dann natürlich der Übertrag aufs Instrument und letztendlich dann diese Übung anfangen zu variieren. Du kannst auch die Tonhöhe natürlich variieren, indem du zum Beispiel G, Fis, 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 G spielst, da, 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 mit F. Und somit hast du langsam immer wieder eine Erweiterung dieser Übung Tag für Tag, Woche für Woche und bekommst so deine Triolenzunge erstmal einfach, also eine Triole gespielt und letztendlich dann auch mit der Erweiterung über einen größeren Bereich triolisch bewegt. Und das ist das Training und darauf kommt es an, dass am Ende die Triole, die Triolenzunge, der dreifache Zungenanstoß auch rund laufen kann. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib doch in die Kommentare, welche Übungen bezüglich der Triolenzunge des dreifachen Zungenanstoß du machst. Würde mich brennend interessieren. Ansonsten nicht vergessen, ein Like und ein Abo dazulassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.